willkommen. Willkommen an diesem stillen Ort und zu dieser stillen Stunde. Bevor wir beginnen, nimm dir einen Moment, um anzukommen. Löse, was sich eng anfühlt. Lass deine Schultern noch ein wenig weiter von den Ohren sinken. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass deine Hände ruhen, wo sie sind. Die Handflächen offen oder geschlossen, ganz wie es dir leichter fällt. Es gibt heute Abend keinen Ort, an dem du sein müsstest. Nichts, woran du dich erinnern müsstest. Nichts, woran du festhalten müsstest. Der Tag, wie auch immer er war, hat seine Arbeit an dir getan. Du darfst ihn jetzt loslassen. Du darfst ihn davonziehen lassen. Nimm einen langsamen Atemzug und atme länger aus. Noch einen langsamen Atemzug hinein, durch die Nase, wenn sich das natürlich anfühlt. Und ein längeres Ausatmen, das mitnimmt, was auch immer mitgenommen werden möchte. Noch einer, noch langsamer. Ein und aus. Gut. Die Geschichte, die ich dir heute Abend erzählen werde, bewegt sich langsam. Es ist keine Eile in ihr. Es ist keine Sorge in ihr. Es ist eine Geschichte über einen kleinen Ort im Inneren eines sehr alten, sehr sanften Vulkans. Einen Ort, an dem Seevögel schlafen und Briefe warten und an dem nichts jemals schnell geschehen muss. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das nur recht. Wenn dir ein Satz entgeht oder ein Absatz oder ein ganzes Stück des Weges, ist das nur recht. Die Geschichte wird weitergehen, leise, im Hintergrund, und du wirst treiben, wohin du treiben musst. Es gibt keine Prüfung. Es gibt nichts, woran du dich morgen früh erinnern müsstest. Lass den Raum um dich her zur Ruhe kommen. Lass die Laken warm werden an dir. Lass das Kissen seine geduldige Arbeit tun. Bemerke, ohne etwas zu verändern, das kleine Gewicht deines Körpers, das sanft nach unten drückt. Bemerke, wie die Fläche unter dir sanft zurückdrückt. Du wirst gehalten. Du bist den ganzen Abend gehalten worden. Du wirst die ganze Nacht gehalten werden. Und jetzt, wenn du bereit bist, und es gibt keinen Grund zur Eile, lass deine Augen sich schließen, falls sie nicht schon geschlossen sind. Lass den Raum hinter deinen Lidern dämmerig werden. Lass eine warme Dunkelheit herein. Und lass uns gemeinsam hineintreten in die Caldera, in den Vogelfelsen, in die weichste Stunde des Abends. Du stehst am oberen Ende einer schmalen Steintreppe, die sich an der Innenwand einer großen, stillen Schale hinabwindet. Diese Schale ist eine Caldera, der Schlund eines alten Vulkans, der vor langer Zeit beschlossen hat zu ruhen. Ihr Rand erhebt sich um dich her in einem weiten, unregelmäßigen Ring. Und innerhalb dieses Rings, geborgen wie Wasser in hohlen Händen, liegt eine Lagune. Die Lagune ist dunkel und glasig im schwindenden Licht. Sie spiegelt einen Himmel in der Farbe reifer Aprikosen und langsam gekühlten Honigs. Du atmest ein. Die Luft hier hat einen ganz eigenen Geschmack. Meersalz liegt darin, natürlich. Die Caldera ist an ihrer seewärtigen Seite offen zum Ozean. Und die Flut kommt und geht durch einen niedrigen Bogen in der fernen Wand. In das Salz eingewoben ist auch eine leise mineralische Wärme. Es riecht ein wenig nach erhitztem Stein. Ein wenig nach dem Dampf, der aus einem Kessel steigt. Ein wenig nach Salzgras, kurz nach dem Regen. Es ist nicht scharf. Es ist nicht unangenehm. Es ist der Duft einer sehr alten, sehr geduldigen Wärme, die aus großer Tiefe heraufatmet. Deine Füße sind nackt. Der Stein unter ihnen ist glatt geschliffen von Generationen nackter Füße vor deinen. Er ist leicht warm. Nicht heiß, nur warm. So wie ein Stein sich anfühlt nach einem ganzen Tag milder Sonne. Die Wärme kommt von unten, nicht von oben. Es ist der Atem des Vulkans.
gedämpft durch viele Schichten Gestein, angekommen als leises Summen, das du in deinen Fußsohlen spürst. Du machst einen Schritt hinab, dann noch einen. Die Treppe ist breit und flach, leicht für einen langsamen Gänger. Zu deiner Linken schwingt die Wand der Caldera davon. Dunkler Basalt, grün gesträhnt dort, wo feuchtes Moos sich angesiedelt hat. Zu deiner Rechten ist ein altes Holzgeländer, glatt gerieben zu einem sanften Grau von vielen Händen. Du lässt deine Finger daran entlang gleiten, während du hinabsteigst. In Abständen hängen bernsteinfarbene Laternen an der Treppe. Jede eine kleine runde Glasschale in einem eisernen Käfig. In jeder Laterne atmet eine langsame Flamme. Die Laternen werden hier früh entzündet, lange bevor die Sonne ihren Gang beendet hat. Ihr Licht ist warm und tief und es sammelt sich auf dem feuchten Stein zu sanften, bernsteinfarbenen Kreisen. Zwischen den Laternen liegen Strecken weicher blauer Dämmerung und dann wieder ein Bernsteinkreis und dann noch eine Strecke Dämmerung. Du steigst in deinem eigenen Tempo hinab. Die Treppe ist nicht lang. Sie schwingt sanft, während sie sich abwärts windet, dem Inneren der Caldera folgend, wie eine Muschel sich nach innen windet, und nach einer kleinen Weile mündet sie auf einer breiten, steinernen Plattform. Dies ist der Vogelfelsen. Der Vogelfelsen ist über viele Generationen in die Innenwand der Caldera gehauen, gebaut und gewachsen. Von der Plattform aus kannst du ihn ganz überblicken, um die Lagune herum ausgebreitet. Terrassierte Galerien aus dunklem Stein steigen in langsamen, meandernden Stufen empor. Jede Terrasse gesäumt von kleinen, runden Nischen. Die Nischen sind die Nistplätze der Seevögel. Hunderte von ihnen, sanft von innen erleuchtet von weiteren bernsteinfarbenen Laternen, sodass die ganze geschwungene Wand aussieht wie eine große, schlafende Wabe. In jeder Nische kannst du, wenn du hinsiehst, eine kleine Gestalt erkennen, einen zusammengefalteten Vogel, die Flügel eingezogen, den Kopf gesenkt. Sie dösen. Die weichste Stunde des Abends ist ihre Zeit des Zur-Ruhe-Kommens. Ab und zu gibt einer von ihnen einen leisen, runden Laut von sich, halb gurren, halb seufzen, und rutscht ein wenig tiefer in seine mit Moos ausgekleidete Mulde. Dann ist die Nische wieder still. Unterhalb der Galerien, am Rand der Lagune, führt ein steinerner Kai am Wasser entlang. Die Flut kommt herein. Du kannst sie hören, ein weiches, gleichmäßiges Plätschern, wie eine langsame Zunge, die die Mauer kostet. Das Wasser steigt eine Fingerbreite, hält inne, steigt eine weitere. Es hat es nicht eilig. Es hat die ganze Nacht. In der Mitte der Plattform, in den Boden eingelassen, liegt der Herd. Er ist ein niedriges, rundes Becken aus dunklem Stein und auf seinem Grund ruht ein Bett aus Kieseln. Diese Kiesel sind die Glut des Vogelfelsens. Sie sind keine Kohlen, nicht in dem Sinne, wie du dir Kohlen vorstellen magst. Es sind glatte, runde Steine, manche grau, manche fast schwarz, manche in der blassen Farbe von Milch, langsam und stetig erwärmt von einem kleinen Schacht, der sich unter dem Becken öffnet. Der Schacht atmet Wärme herauf aus dem langen, geduldigen Schlaf des Vulkans, und die Kiesel halten diese Wärme, so wie ein guter Topf eine Suppe hält. Du kannst den Herd von dort aus spüren, wo du stehst. Keine grelle Hitze, ein sanftes Strahlen, die Art von Wärme, die dich einlädt, dich daneben zu setzen und eine Weile zu bleiben. Zwischen dem Herd und der nächsten Galerie geht eine Frau. Sie ist klein und ohne Eile, und sie geht mit der Leichtigkeit von jemandem, der dieselben Steine
seit sehr langer Zeit in derselben Reihenfolge geht. Über einem Arm trägt sie einen flachen, geflochtenen Korb. In dem Korb ruhen Kiesel auf einem weichen Tuch. Einige davon sind die warmen, die sie gerade vom Herd geholt hat. Andere sind die abgekühlten, die sie bereits aus den Nischen eingesammelt hat und die darauf warten, an die Reihe zu kommen, in die Wärme zurückzukehren. Ihr Name ist Nael. Sie ist die Glutsortiererin der Vogelkolonie. Heute Nacht, wie jede Nacht, geht sie durch die Galerien und tauscht abgekühlte Kiesel gegen warme, damit jeder dösende Vogel ein kleines Herz aus Wärme hat, an das er sich lehnen kann, während er seine vom Meer feuchten Flügel trocknet. Du beobachtest sie einen Moment vom Absatz aus. Sie scheint sich nicht zu beeilen. Sie scheint auch nicht zu trödeln. Sie geht einfach und der Korb klickt leise an ihrer Hüfte und die Vögel lassen sich um sie herum nieder und die Laternen brennen niedrig und die Flut hebt sich um eine weitere Fingerbreite gegen die Kraterwand. Irgendwann dreht sie sich um und sieht dich. Sie erschrickt nicht. Sie lächelt nur, das kleine Lächeln von jemandem, der einen erwarteten Freund begrüßt, und sie neigt den Kopf in Richtung des Herds, in einer Geste, die sagt: Komm, wenn du magst, und geh mit mir. Also tust du es. Du überquerst den Absatz zum Herd. Nael kniet jetzt daneben, eine Hand über den Kieseln schwebend, wählend. Sie hebt einen hoch, einen glatten, grauen Stein, etwa so groß wie eine Pflaume, und dreht ihn einmal zwischen den Fingern, um seine Wärme zu spüren. Zufrieden legt sie ihn in das Tuch in ihrem Korb. Dann einen weiteren. Dann noch einen. Jeder kommt in seine eigene weiche Falte, damit sie nicht aneinander stoßen. Sie blickt zu dir auf und reicht dir den Korb. Du greifst hinein und nimmst einen der warmen Kiesel in deine Handfläche. Er ist schwerer, als du erwartest, und glatter und wärmer. Er hat die Temperatur einer Tasse Tee, die ein paar Minuten gestanden hat. Angenehm, nicht scharf. Du kannst spüren, wie seine Wärme dein Handgelenk hinaufwandert. Er hat diese Wärme lange stillgehalten, ohne Anstrengung. Du legst den Kiesel zurück in seine Tuchfalte. Nael nickt, als hättest du eine sehr sanfte Prüfung bestanden, und sie steht auf und geht auf die erste der Galerien zu. Du folgst. Die erste Galerie liegt nur wenige Stufen über dem Absatz. Ihr Boden ist derselbe dunkle, glatte Basalt wie die Treppe. Ihre Decke ist niedrig. Am Eingang musst du dich leicht bücken und drinnen öffnet sich der Raum zu einem langen, geschwungenen Korridor mit Nischen zu beiden Seiten. Jede Nische ist eine runde Höhlung in der Wand, etwa so groß wie ein Brotlaib, und jede Höhlung ist mit feuchtem, grünem Moos ausgekleidet. Das Moos riecht kühl und sauber, ein wenig wie das Innere eines Brunnens. In jeder Nische ein Vogel. Es sind Seevögel, aber nicht die lauten. Dies sind die Botenvögel des Archipels, über viele Generationen für ihre Ruhe und ihren Heimatsinn gezüchtet und aufgezogen. Sie sind blass, von der Farbe des Treibholzes oder sich setzender Meeresschaumkronen, mit feinen Zeichnungen entlang ihrer Flügel, wie das Muster der Flut auf nassem Sand. Ihre Schnäbel sind klein und ordentlich. Ihre Augen, wenn sie überhaupt öffnen, sind dunkel und still. Meistens zu dieser Stunde sind ihre Augen geschlossen. Sie dösen an der letzten Wärme des Tages. Um ein Bein jedes Vogels ist ein kleines Band, und an manchen dieser Bänder sind winzige Papierrollen befestigt, nicht größer als ein gerolltes Blatt. Das sind die Briefe, Nachrichten, die zwischen den Dörfern des Archipels verschickt werden,
von Insel zu Insel, von Hand zu Hand, von Flügel zu Flügel. Nichts Dringendes. Es gibt so etwas wie Dringendes hier nicht. Nur Nachricht von einem guten Fang, von einer Geburt, von einem reparierten Boot, davon, dass der Husten einer Großmutter endlich nachlässt. Nur Rezepte und Bitten um Salz. Und das Versprechen von Besuchen im nächsten Monat oder im übernächsten. Nael nähert sich der ersten Nische. Der Vogel darin ist ein kleiner, blasser, mit einem grauen Fleck auf der Stirn. Nael beugt sich hinein und spricht leise. So leise, dass du es fast nicht hörst, aber du fängst die Form des Namens auf. Puli, sagt sie. Etwas wie Puli. Der Vogel regt sich, öffnet ein Auge, schließt es wieder und verlagert sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, in einem kleinen, verschlafenen Trippeln. Unter Pulis Moos zieht Nael einen abgekühlten Kiesel hervor. Er hat seine Arbeit getan. Er hat dem kleinen Vogel durch den Rest des Nachmittags Gesellschaft geleistet. Jetzt ist er nur noch leicht warm, hat größtenteils die Temperatur des Steins um sich herum. Sie legt ihn in den Korb, in eine andere Falte als die warmen. Dann nimmt sie einen warmen Kiesel und schiebt ihn behutsam unter das Moos, nahe der Stelle, an der Pulis kleiner Körper ruht. Sie streicht das Moos wieder darüber glatt. Sie murmelt etwas, eine leise Silbe, die vielleicht Gute Nacht bedeutet. Oder auch gar nichts, nur ein Laut, gemacht aus der Freude am Machen. Wenn ein Rollpapier an Pulis Bein hängt, bindet sie es los. Ihre Finger arbeiten langsam und der Knoten ist locker, dazu gemacht, locker zu sein, und lässt die Rolle in eine kleine Tasche an ihrer Hüfte gleiten. Dann geht sie weiter. Du siehst zu, wie sie dies an der nächsten Nische wiederholt. Und an der nächsten. Der Rhythmus davon ist sehr beruhigend. Knien, den Namen sprechen, den abgekühlten Kiesel herausheben, den warmen Kiesel hineinschieben, die Rolle abbinden, falls eine da ist, aufstehen, weitergehen. Der Korb klickt leise an ihrer Seite. Jedes Mal, wenn sie aufsteht. Knien, den Namen sprechen, heben, schieben, lösen, aufstehen, weitergehen. Du beginnst, mit ihr zu gehen, hältst einen respektvollen Abstand, damit die Vögel nicht von deinen Schritten gestört werden. Du atmest den kühlen Moosgeruch ein und die feine mineralische Wärme des Steins und das Salz der Lagune und noch etwas anderes. Einen sehr leichten, sehr süßen Duft, der von den Vögeln selbst stammen könnte. Oder von dem Salzgras, das in Büscheln entlang der Außenkante der Galerien wächst. Die Namen ziehen vorbei. Miu, Ori, kleiner Fen, graue Pareti, alter Somo, der schläft mit dem Kopf so tief in den Flügel gesteckt, dass nur eine einzige Feder zu sehen ist. Nael begrüßt jeden von ihnen mit Namen. Sie kennt sie alle, seit sie Küken waren. Und sie kennen sie, seit bevor sie die Gestalt des Himmels kannten. An manchen Nischen gibt es keine Rolle zum Einsammeln. Der Vogel hat heute geruht, ist nicht geflogen. Nael tauscht einfach den Kiesel, murmelt den Namen und geht weiter. An anderen sind 2 Rollen. Eine vom Morgenflug, eine vom Nachmittagsflug. Und sie nimmt beide, vorsichtig wie ein Juwelier mit einem Stück Faden. Das papierne Flüstern der Rollen, wenn sie in ihre Tasche gleiten lässt, ist ein sehr kleiner Laut. Wie das Geräusch einer Seite, die in einem anderen Zimmer umgeblättert wird. Wie das Geräusch eines trockenen Blattes, das an einem stillen Tag ein anderes trockenes Blatt streift. Du ertappst dich dabei, wie du beim Gehen darauf lauschst. Als du das Ende der ersten Galerie erreichst, hat sich der Himmel über dem Krater vertieft.
Durch die offene Seite des Korridors kannst du die Lagune unten sehen, spiegelglatt, das letzte aprikosenfarbene Licht haltend. Ein paar Sterne beginnen zu erscheinen, klein und scheu. Die Luft ist jetzt ein wenig kühler, aber der Stein unter deinen Füßen ist noch warm und die Nischen glühen sanft und Niles Korb klickt weiter sein geduldiges Klicken. Sie hält am Ende des Korridors inne und stellt den Korb auf einem niedrigen Steinvorsprung ab. Sie atmet langsam ein. Sie blickt hinaus über die Lagune. Sie ist nicht müde. Sie macht nur eine Pause, so wie man am Ende eines Absatzes innehält, bevor man den nächsten beginnt. Du hältst mit ihr inne. Du spürst das leise Summen des Vulkans durch deine Fußsohlen. Es ist ein sehr tiefer Klang. So tief, dass es eigentlich gar kein Klang ist, sondern nur ein Gefühl. Eine langsame, gleichmäßige Gegenwart. Wie der Atem eines sehr großen, sehr verschlafenen Wesens, das sich tief unten zusammengerollt hat. Er hebt und senkt sich, hebt und senkt sich, so langsam, dass du ihn beinahe übersiehst. Doch wenn du ihn einmal bemerkt hast, spürst du ihn überall. Im Stein, in deinen Knochen, in der kleinen Wärme der Kiesel in Niles Korb. Sie hebt den Korb wieder hoch. Die Kiesel klicken leise, während sie sich setzen. Sie wendet sich um und steigt die kurze Treppe zur nächsten Galerie hinauf. Du folgst. Die zweite Galerie ist ein wenig breiter, ein wenig höher gewölbt als die erste. Ihre Nischen sind dieselben, aber es gibt mehr davon, in 2 Reihen angeordnet. Eine auf Kniehöhe, eine auf Schulterhöhe. Nael arbeitet zuerst die untere Reihe ab, kniend wie zuvor, und dann die obere Reihe auf den Zehenspitzen stehend, um an das versteckte Moos zu gelangen. Für die obere Reihe hat sie einen kleinen hölzernen Hocker, den sie von Nische zu Nische mitträgt. Ein schlichtes Ding, dreibeinig, oben glatt gescheuert. Sie stellt ihn ab. Sie steigt hinauf. Sie murmelt den Namen. Sie hebt. Sie bettet. Sie steigt herunter. Sie hebt den Hocker am geschwungenen Griff, trägt ihn 2 Schritte weiter und stellt ihn wieder ab. Es kommt dir, während du sie beobachtest, in den Sinn, dass so ein Leben gelebt werden kann. Eine kleine Freundlichkeit nach der anderen. Ein in Moos gebetteter Kiesel nach dem anderen. Ein leise ausgesprochener Name nach dem anderen. Nichts Gewaltiges, nichts Eiliges. Nur dieselbe kleine, warme Arbeit, mit Sorgfalt wiederholt, im gleichen geduldigen Rhythmus, Nacht für Nacht, Jahr um Jahr um Jahr. Die Vögel scheinen ihre Hand zu kennen. Wenn sie unter das Moos greift, regen sie sich nicht. Sie setzen sich nur ein wenig tiefer, im Vertrauen auf den Tausch. Manche geben ein leises, zufriedenes Gurren von sich, fast wie ein winziges Schnurren. Und Niall lächelt jedes Mal bei diesem Laut, als wäre es ein kleiner Scherz zwischen ihnen. Du nimmst einen warmen Kiesel aus dem Korb, als sie ihn dir anbietet, und bettest ihn selbst ins Moos einer kleinen Nische, in der ein weicher, runder Vogel döst. Der Vogel bemerkt dich überhaupt nicht. Das Moos ist kühl an deinem Handrücken. Der Kiesel gleitet an seinen Platz. Du streichst das Moos darüber glatt. Du hast für einen kleinen, erfüllenden Augenblick das Gefühl, etwas leise Gutes getan zu haben. Nael nickt anerkennend und zeigt dir den nächsten Namen, den du sprechen sollst. Es ist ein weicher Name, aus weichen Lauten gemacht. Du flüsterst ihn in die Nische hinein. Der Vogel seufzt. Der Kiesel setzt sich zurecht. Du gehst weiter. Irgendwo in der Mitte der zweiten Galerie hält Niall wieder inne. Sie greift in einen kleinen Beutel an ihrem Gürtel und holt 2 runde Kekse hervor. Blass, flach, mit Samen bestreut.
Sie bietet dir einen an. Du nimmst ihn. Er ist trocken und mild und schmeckt leicht nach Honig und Sesam. Du isst ihn langsam. Er hat genau die richtige Größe für eine kleine Pause in einer langen, geduldigen Arbeit. Nael isst ihren auf dieselbe langsame Weise. Sie streift ein paar Krümel in ihre Handfläche und lässt sie auf das Moos einer leeren Nische fallen. Ein Opfer vielleicht. Oder einfach eine Geste des Aufräumens. Das Moos nimmt sie ohne Widerrede in sich auf. Sie wischt sich die Hände an ihrer Schürze ab, hebt den Korb und geht weiter. Die dritte Galerie ist kleiner und runder als die ersten beiden. Sie schwingt sich in die Wand der Caldera hinein wie das Innere einer Muschel. Und ihre Nischen sind in einer langsamen Spirale angeordnet, eine über der anderen, sodass du, wenn du Nael folgst, sanft aufwärts steigst und dich dabei drehst. Am oberen Ende der Spirale ist ein rundes Fenster in den Stein geschnitten. Es blickt hinaus über die Lagune zum Bogen, durch den die Flut hereinkommt. Du erreichst mit ihr den oberen Punkt. Du blickst hinaus. Die Lagune hat sich nun zu einem tiefen Indigo verdunkelt. Das Aprikosenlicht ist gewichen. An seine Stelle hat sich der Himmel in ein weiches, tiefes Blau gesetzt. Und mehr Sterne sind eingetroffen, still, einer nach dem anderen, und haben oben ihre geduldigen Plätze eingenommen. Der Bogen in der fernen Wand schimmert schwach, silberschwarz, dort, wo die Flut kommt und geht. Von diesem Fenster aus kannst du sie deutlicher hören. Das Plätschern des Wassers an Basalt. Das ganz kleine Verstummen einer Welle, die sich hebt und widersetzt. Dann eine weitere, dann noch eine. Nael lehnt sich einen Moment an die Fensterbank. Sie stellt den Korb neben sich ab. Die Kiesel darin klicken, während sie sich setzen. Sie schließt die Augen für die Dauer eines langen Atemzugs. Dann öffnet sie wieder, lächelt, hebt den Korb und wendet sich, um die Spirale hinabzusteigen. Du folgst ihr hinunter. Die Nischen, die du bereits versorgt hast, leuchten sanft, während du vorbeigehst. Jede mit ihrem kleinen warmen Herz aus Stein. Jede mit ihrem kleinen warmen Vogel. Du empfindest eine stille Zuneigung für sie alle, obwohl du keinen ihrer Namen kennst, außer den wenigen, die Nael laut ausgesprochen hat. Du hast das Gefühl, so wie man es manchmal in Träumen hat, sie schon lange zu kennen. Dass sie morgen noch hier sein werden. Dass die Kiesel wieder gewärmt, wieder gebettet, wieder abgekühlt, wieder eingesammelt und wieder gewärmt werden. Im gleichen geduldigen Drehen desselben geduldigen Rades. Am Fuß der dritten Galerie öffnet sich ein kleiner runder Türbogen zu einem anderen Teil der Vogelstätte. Nael duckt sich hindurch und du duckst dich ihr nach und ihr befindet euch in einem niedrigen, warmen Raum, dessen Wände mit hölzernen Regalen ausgekleidet sind. Die Regale sind Fächer, Dutzende davon, jedes mit einem kleinen, geschnitzten Holzschild versehen. Die Schilder tragen die Namen der Inseln des Archipels. Es gibt viele Inseln. Du musst sie nicht alle lesen. Es reicht zu sehen, dass jede ihren eigenen kleinen viereckigen Platz hat und dass jeder Platz ordentlich neben seinen Nachbarn angeordnet ist und dass die ganze Wand aus Regalen das stille, geordnete Aussehen einer gut gepflegten Bibliothek hat. Dies ist der Sortierraum. Am Morgen wird Nael die Rollen aus ihrer Tasche nehmen und jede in das Fach ihrer Bestimmungsinsel legen. Später werden andere Vögel, die Morgenvögel, sie weitertragen. Flügel um Flügel, dorthin, wo sie hin sollen. Für jetzt aber, in der weichsten Stunde des Abends, warten die Rollen einfach. Warten ist ein großer Teil der Arbeit hier.
Warten ist keine verlorene Zeit. Warten ist die Gestalt der Arbeit. Nael stellt ihren Korb auf einen niedrigen Tisch in der Mitte des Raumes. Sie zieht ihre Schürze aus und hängt sie an einen Haken. Sie krempelt ihre Ärmel gegen die kühlere Luft herunter. Dann geht sie zu einem kleinen Ofen in der Ecke, wo ein Kessel still über einer schwachen Glut gestanden hat. Sie hebt den Kessel. Wasser seufzt darin. Dampf steigt auf. Der Dampf riecht nach Salzgras, nach demselben leisen, süßen, krautigen Duft, den du auf der Treppe bemerkt hast, und nach etwas anderem, etwas Warmem, Wurzeligem, wie Ingwer, aber weicher. Sie gießt das Wasser in 2 Tonbecher. Lose Kräuter wirbeln am Boden jedes Bechers, dunkel und grün und golden. Die Farbe des Wassers wandelt sich langsam von klar zu blassem Bernstein, dann zu einem tieferen Bernstein, dann zu einem warmen, leuchtenden Tee. Sie reicht dir einen der Becher. Der Becher ist warm an deinen Handflächen. Der Dampf kräuselt sich um dein Gesicht. Du atmest ihn ein. Du spürst ein kleines, tiefes Lösen irgendwo hinter deinen Augen. Ihr tragt eure Becher gemeinsam zu einer Nische auf der anderen Seite des Sortierraumes. Die Nische ist rund, wie alles hier, und ausgelegt mit Kissen in den Farben von Moos und Treibholz. Ein kleines, rundes Fenster blickt hinaus auf die Lagune. Eine einzelne bernsteinfarbene Laterne brennt darüber. Du sinkst in die Kissen. Sie sind fester, als du erwartest, und sie halten deine Form freundlich. Nael setzt sich dir gegenüber. Sie legt beide Hände um ihren Becher. Sie schließt die Augen. Eine Weile sagt keiner von euch etwas. Es gibt nichts, was gesagt werden müsste. Der Tee ist heiß, aber nicht brennend. Du nimmst einen kleinen Schluck. Er schmeckt grün und salzig süß und ein wenig erdig. Er schmeckt wie der Duft der Caldera selbst, das Salzgras, die mineralische Wärme, das leise Honigsüße. Er gleitet deine Kehle hinunter und legt sich hinter deinem Brustbein zur Ruhe, als kleines, gütiges Glühen. Du nimmst noch einen Schluck und noch einen. Der Becher, während er sich leert, kühlt langsam in deinen Händen ab. Draußen vor dem runden Fenster liegt die Lagune dunkel und glasig. Die Sterne verdichten sich über dem Rand der Caldera. Die Flut steigt um eine weitere Fingerbreite. Ein Vogel irgendwo in den Galerien gibt einen tiefen, runden Laut von sich und wird dann wieder still. Der Vulkan summt unter dir. Du spürst es im Kissen. Du spürst es im Becher. Du spürst es in deinen Knochen. Nach einer langen Weile oder vielleicht nur einer kurzen Weile, die Zeit ist hier lose, stellt Nael ihren Becher auf den niedrigen Tisch neben den Kissen und steht auf. Sie streckt sich, langsam, die Arme über dem Kopf und lässt sie dann sinken. Sie blickt auf die Wand aus Sortierfächern gegenüber. Sie lächelt ein kleines, verborgenes Lächeln. Du begreifst, dass sie sortieren wird. Nicht dringend, nicht gründlich, nur als kleines abendliches Vergnügen, so wie ein anderer Mensch einen Gewürzschrank neu ordnen oder ein Regal voller Handtücher neu falten könnte, allein um der Ruhe willen. Du siehst, wie sie die Schriftrollen aus ihrer Tasche zieht. Sie rollt jede gerade so weit auf, dass sie den Namen der Insel oben lesen kann. Die Nachrichten selbst liest sie nicht. Es steht ihr nicht zu, sie zu lesen. Sie sieht nur den Inselnamen. Dann rollt sie die Schriftrolle wieder zusammen und trägt sie zu ihrem Fach. Zuerst legt sie die Schriftrollen nach Dringlichkeit ab. So will es die alte Gewohnheit. Dann hält sie inne. Sie nimmt sie alle wieder heraus. Sie betrachtet sie in ihrer Hand. Und sie lächelt über sich selbst. Und sie legt sie in einer anderen Ordnung zurück,
dieses Mal einfach nach Inseln, so wie sie auf der Karte des Archipels liegen, von der westlichsten Insel bis zur östlichsten. Denn nichts hier ist dringend. Denn jeder Brief wartet, bis er an der Reihe ist. Denn die Vögel fliegen morgens, wenn die Vögel fliegen. Und die Flut kommt, wenn die Flut kommt. Und die Sonne geht aus eigenem Willen auf, ohne jede Hilfe von ihrem Sortieren. Sie arbeitet sich an den Regalen entlang. Die westlichste zuerst, Klein Kello-Eland, dann Mirras Landzunge, dann die Zwillingsklippen, dann Salzstrand, dann der mittlere Ankerplatz, dann Nolo, dann Palmfuß, dann Tiefwasserdorf, dann Altes Riff, dann die hellen Sande, dann als letzte, östlichste, die kleine Insel, die schlicht Morgenende heißt, weil die Sonne dort jeden Tag zuerst auf das Archipel trifft. Jedes Fach empfängt seine Schriftrolle. Jede Schriftrolle setzt sich an ihren kleinen quadratischen Platz. Das papierne Flüstern des Papiers am Holz ist ein sehr kleiner, sehr angenehmer Laut. Die Art von Laut, die dich in den Schlaf wiegen würde, müsstest du ihm nur lange genug lauschen. Du lauschst ihm jetzt. Du atmest mit ihm. Du spürst, wie du ein wenig tiefer in die Kissen der Nische sinkst. Als Nael mit dem Sortieren fertig ist, tritt sie einen Schritt zurück und betrachtet die Wand aus Regalen. Sie sieht zufrieden aus. Nicht stolz, nur zufrieden auf die stille kleine Art eines Menschen, der gerade eine Ecke der Welt aufgeräumt hat, die niemand außer ihm selbst je sehen wird. Sie klopft sich die Hände ab. Sie wendet sich dir zu. Sie neigt den Kopf zur Tür. Es gibt noch mehr zu tun, sagt ihr Blick. Aber nicht viel. Und nichts, das drängt. Du erhebst dich aus den Kissen. Dein Becher ist leer. Du lässt ihn auf dem niedrigen Tisch stehen. Jemand, vielleicht Nael, vielleicht jemand anderes, vielleicht dieselben geduldigen Hände, die diesen Ort seit Generationen hüten, wird ihn am Morgen waschen. Du musst ihn jetzt nicht waschen. Du musst jetzt gar nichts tun. Du musst nur folgen und atmen und gehen. Ihr beide verlasst den Sortierraum und tretet wieder auf den Absatz über der Lagune hinaus. Die Laternen sind einen Ton schwächer geworden. Oder vielleicht sind es nur deine Augen, die sich in den tieferen Abend einfinden. Die Sterne haben sich wieder verdichtet. Die Flut ist um eine weitere Fingerbreite gestiegen. Du kannst hören, wie der Bogen auf der anderen Seite der Caldera leise vor sich hin murmelt, während das Wasser kommt und geht. Nael führt dich eine kurze Treppe aus Stein hinab zum Kai am Rand der Lagune. Der Stein hier ist feucht, wo die Flut ihn eben geküsst hat. Er glänzt matt im bernsteinfarbenen Laternenlicht, schwarz wie gute Tinte. An der Kaimauer entlang steht eine kleine Holzbank. Sie setzt sich. Du setzt dich neben sie. Zu deinen Füßen plätschert das Wasser leise. Die Lagune ist so still, dass die Sterne darüber fast vollkommen in ihr gehalten werden. Nur ein wenig gekräuselt von der Flut. Wenn du hinabblickst, kannst du kaum erkennen, wo das Wasser endet und der Himmel beginnt. Beide sind dunkel. Beide sind voll kleiner silberner Punkte. Beide sind geduldig. Nael stellt ihren Korb zu ihren Füßen ab. Die Kiesel darin klicken leise und legen sich zurecht. Sie nimmt einen der abgekühlten Kiesel heraus und hält ihn in ihre Handfläche. Sie wendet ihn. Sie betrachtet ihn. Dann beugt sie sich hinab und gibt ihn der Lagune zurück. Nicht geworfen, nur hinabgelassen, sodass er mit einem kleinen, zufriedenen Plink sinkt und im dunklen Wasser verschwindet. Die Lagune nimmt ihn an. Die Lagune wird ihn hüten. Die Lagune wird ihn zu ihrer eigenen Zeit wieder herausgeben.
einen glatten, kühlen, gewöhnlichen Stein, bereit, am Herd erneut gewärmt, wieder unter das Moos gebettet und wieder gegen den Flügel eines schlafenden Vogels gekühlt zu werden. Das Rad dreht sich. Das Rad ist im Drehen. Das Rad dreht sich schon sehr, sehr lange. Sie lässt noch ein paar der abgekühlten Kiesel ins Wasser gleiten. Jeder sinkt mit seinem kleinen, angenehmen Plink. Jeder hinterlässt einen kleinen Kreis von Wellen, die sich ausbreiten und sanft verklingen. Du siehst ihnen beim Verklingen zu. Du spürst, wie die Kreise auch in deiner Brust verklingen, einer nach dem anderen. Kleine Verspannungen, die sich lösen, kleine Sorgen, die sich in immer weitere Ringe zerstreuen, bis sie nur noch die Oberfläche einer sehr großen, sehr stillen Lagune sind. Nachdem der letzte abgekühlte Kiesel ins Wasser zurückgelegt ist, sitzt Nael mit den Händen im Schoß. Der Korb neben ihr ist jetzt fast leer. Nur ein paar warme Kiesel sind noch übrig, eingeschlagen in ihr Tuch. Es sind nur noch wenige Nischen zu versorgen. Sie steht nicht gleich auf. Sie lässt sich sitzen. Sie lässt dich sitzen. Ihr beide schaut auf die Lagune und auf die Sterne und auf den Bogen und auf den fernen, dunklen Rand des Kraters vor dem dunklen Himmel. Du bemerkst, dass dein Atem langsamer geworden ist. Du hast es nicht mit Absicht getan. Er ist einfach langsamer geworden, so wie der Atem langsamer wird, wenn es nichts mehr gibt, wogegen man sich wehren müsste. Das Einatmen ist sanft. Das Ausatmen ist länger als das Einatmen. Zwischen beiden liegt eine kleine, runde Pause, wie die Pause zwischen einer Kräuselung und der nächsten, wenn das Wasser überlegt, was es als nächstes tun soll. Nichts muss in dieser Pause geschehen. Sie ist nur eine Ruhe, eine ganz kleine Ruhe, immer und immer wieder, aus dem geduldigen Rhythmus deines eigenen Körpers gemacht. Du spürst, wie deine Schultern noch weicher werden. Du spürst, wie dein Nacken sich löst. Du spürst, wie deine Hände warm sind von der Erinnerung an die Tasse. Du spürst das leise Summen des Vulkans im Holz der Bank unter dir. Irgendwann steht Nael auf. Sie hebt den Korb. Die letzten warmen Kiesel klicken leise. Sie lächelt dich an und neigt den Kopf noch einmal in Richtung der letzten Galerie. Du erhebst dich und folgst ihr. Die letzte Galerie ist die kleinste von allen. Sie liegt tief, nah am Wasser, und nur etwa 1 Dutzend Nischen säumen ihre Wand. Es sind die Nischen der jungen Vögel, der Küken, die nah am Boden sein müssen, für den Fall, dass sie hinauspurzeln. Ihre Nischen sind mit zusätzlichem Moos ausgelegt, und Naels Hände sind hier besonders behutsam. Sie kniet vor der ersten kleinen Nische. Der Vogel darin ist kaum größer als ein Ei. Sein Flaum ist weich und graugewiss, ungleichmäßig, mit ein paar längeren Federn, die gerade erst zu sprießen beginnen. Seine Augen sind ganz geschlossen. Er schläft tief. Sie murmelt einen Namen, so leise, dass du ihn nicht verstehen kannst. Sie hebt den abgekühlten Kiesel heraus. Sie legt den warmen hinein. Der kleine Vogel rührt sich nicht. Nur das kaum sichtbare Heben und Senken seiner kleinen Brust verrät dir, dass er überhaupt atmet. Sie geht weiter zur nächsten Nische. Noch ein kleiner Vogel. Noch ein leiser Name. Noch ein Tausch. Dir wird bewusst, dass du kaum noch gehst. Deine Schritte sind sehr langsam geworden. Deine Füße sind warm auf dem Stein. Deine Augenlider fühlen sich ein wenig schwer an. Das ist in Ordnung. Du sollst das spüren. Die ganze Vogelstätte kommt um dich herum zur Ruhe und du kommst mit ihr zur Ruhe. Knien, den Namen aussprechen,
herausheben, hineinlegen, aufstehen, weitergehen. Der Rhythmus ist jetzt ein Wiegenlied. Der Korb klickt. Die Laternen brennen niedrig. Die Tide plätschert sanft. Der Vulkan summt. Knien, sprechen, heben, legen, aufstehen. Als der letzte warme Kiesel in die letzte weiche Nische der letzten kleinen Galerie gelegt ist, steht Neil auf und streckt sich noch einmal, langsam. Der Korb an ihrer Seite ist jetzt leer, bis auf ein gefaltetes Tuch. Die Schriftrollen sind alle sortiert. Die Vögel sind alle gewärmt. Die Laternen sind alle gerichtet. Die Tide ist fast bis an den oberen Rand des niedrigen Bogens gestiegen. Die Sterne haben sich dicht und stetig über dem Krater versammelt. Nael wendet sich dir zu. Sie lächelt, ein kleines, schläfriges, zufriedenes Lächeln, und deutet auf einen weichen Raum am Rand der letzten Galerie. Der Raum hat eine niedrige Decke und ist warm. Sein Boden ist mit gewebten Matten bedeckt. An einer Wand liegen gefaltete Decken in einem ordentlichen Stapel. An einer anderen Wand ist ein langes, niedriges Bett aus Moos und weichem Leinen ausgebreitet. Ein Ort, an dem eine Wanderin am Ende ihres Weges rasten kann. Du trittst in den Raum. Das Summen des Vulkans ist hier ein wenig lauter oder vielleicht nur näher. Du spürst es unter den Matten. Du spürst es als eine langsame, stetige Gegenwart. Dieselbe langsame, stetige Gegenwart, die den ganzen Abend unter deinen Füßen war. Nur, dass sie jetzt unter deinem ganzen Körper ist. Du legst dich auf das Moosbett. Es gibt freundlich unter dir nach. Das Leinen ist zuerst kühl, dann rasch warm. Neil kommt und legt eine Decke über dich. Die Decke ist leicht. Sie legt sich über dich wie eine Hand, die ruht. Sie legt einen einzelnen warmen Kiesel, einen, den sie für genau diesen Augenblick zurückbehalten hat, in eine kleine gewebte Tasche neben dem Bett, wo du seine Wärme spüren kannst, ohne ihn berühren zu müssen. Er liegt dort, geduldig und glühend, ein kleines, bewahrtes Herz des Vulkans. Seine Wärme erreicht dich als ein langsames, ruhiges Leuchten, genau wie der Herd auf dem Absatz, nur kleiner und näher und dein. Sie zieht die Laterne über dem Bett herab. Die Flamme darin wird schwächer, 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 bis sie nur noch eine kleine, orangefarbene Knospe im Glas ist. Der Raum dämpft sich zur Farbe von Honig. Der Raum dämpft sich zur Farbe von Bernstein. Der Raum dämpft sich zur Farbe einer langsam glühenden Kohle am äußersten Ende ihres Abends. Nael sagt ein sehr leises Wort, vielleicht eine gute Nacht, vielleicht nur ein Klang um seiner selbst willen, und tritt still hinaus. Du liegst im warmen, bernsteinfarbenen Halbdunkel. Die Tide plätschert sanft. Die Vögel seufzen in ihren Nischen. Der Vulkan summt unter deinem Bett. Der Kiesel glüht in seiner kleinen Tasche. Die Decke ruht über dir. Es gibt nichts anderes zu tun. Es gibt nichts anderes zu tun. Es gibt nichts anderes zu tun. Du atmest ein. Langsam. Du atmest aus. Langsamer. Die Laterne ist niedrig. Die Laterne ist niedrig. Der Raum ist warm. Du denkst, ganz kurz, an die Kiesel, die Nael in die Lagune fallen ließ. An die kleinen Kreise, die sich ausbreiten und verblassen. An das Wasser, das sie annimmt. An das Wasser, das sie hält. An das Rad, das sich dreht und dreht. Warm, kühl, wieder warm. Du denkst an Puli, den kleinen Puli, der unter seinem Moos stößt. An den alten Somo, dessen einzige Feder zu sehen ist. An das Küken, das kaum größer ist als ein Ei. Alle warm, alle gehalten, alle gehalten. Du denkst an den Bogen, durch den die Tide kommt und geht. An das leise, ruhige Murmeln des Wassers
das hindurchzieht. Hinein und hinaus. Hinein und hinaus. Du denkst an die Sterne über dem Krater. Kleine silberne Punkte. Sehr fern. Sehr geduldig. Du denkst an deinen eigenen Körper, der ruht. An deine Füße, warm. An deine Hände, leicht. An deine Schultern, tief. An deinen Kiefer, weich. An deinen Atem, langsam. Der Vulkan summt. Die Tide plätschert. Der Kiesel glüht. Du bist warm. Du bist gehalten. Du bist sicher. Nichts hier ist dringend. Nichts hier war jemals dringend. Jeder Brief wartet, bis er an der Reihe ist. Jeder Vogel schläft in seiner Nische. Jeder Kiesel findet seine Wärme wieder. Jede Wanderin findet ein Bett am Ende des Weges. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich jetzt aus. Die Laterne ist niedrig. Der Raum ist warm. Die Decke ruht. Der Kiesel glüht. Ruh. Die Vögel seufzen. Die Tide steigt. Die Sterne zum Halten. Ruh. Warmer Stein. Weiches Moos. Langsames Wasser. Sanftes Licht. Ruh. Warm. Weich. Langsam. Sanft. Ruh. Warm. Weich. Langsam. Leise. Ruh. Schlaf jetzt. Die Vogelburg ist still. Die Vogelburg ist still. Die Vogelburg ist still. Schlaf. Schlaf. Und die Vogelburg hält ihre Form um dich, auch während du davontreibst. Die warmen Wände, die niedrigen Bögen, die weichen Nischen, das langsame Wasser darunter. Alles bleibt. Alles hält. Du musst dir nichts davon merken. Die Vogelburg erinnert sich selbst. Die Steine erinnern sich an ihre Wärme. Das Moos erinnert sich an seine Weichheit. Die Vögel erinnern sich an ihre Nischen. Die Flut erinnert sich an den Bogen. Nichts hier braucht deine Aufmerksamkeit. Nichts hier verlangt etwas von dir. Du kannst alles ohne dich weitergehen lassen. Lass den Kiesel in seiner kleinen Schale glühen. Lass die Laterne in ihrer Halterung leise brennen. Lass die Decke auf deinen Knien ruhen. Lass die Wände ihr langsames, geduldiges Summen summen. Lass das Wasser am Fuß der Caldera plätschern. Lass die Vögel in ihren weichen Reihen schlafen. Irgendwo, hoch oben, drehen sich die Sterne. Kleine silberne Punkte. Sehr weit weg. Sehr geduldig. Sie drehen sich so schon lange. Sie werden sich noch lange so drehen. Du musst sie nicht ansehen. Sie drehen sich weiter, ob du sie ansiehst oder nicht. Irgendwo in der großen warmen Schale der Caldera kommt die Flut sacht herein. Ein langsames Heben, ein langsames Sinken, ein langsames Heben, ein langsames Sinken. Der Bogen murmelt. Die Tümpel füllen sich und beruhigen sich. Die kleinen Krabben, falls es kleine Krabben gibt, gehen ihre kleinen langsamen Wege an den Steinen entlang. Du musst nicht an sie denken. Sie kennen ihren Weg. Irgendwo, in einer Nische, nahe dem oberen Ende der Vogelburg, dreht sich der kleine Puli einmal unter seinem Moos. Seufzt, legt sich wieder zurecht. Seine Federn sind warm. Sein Atem ist langsam. Er ist genau dort, wo er sein soll. Irgendwo tiefer döst der alte Somo mit einer sichtbaren Feder. Sein runder Rücken hebt sich. Sein runder Rücken senkt sich. Sein runder Rücken hebt sich. Sein runder Rücken senkt sich. Irgendwo noch tiefer schläft der kleinste Jungvogel, nicht größer als ein Ei, in einem Knäuel Daunen. Sicher, warm, geborgen. Und du bist auch irgendwo, an deinem eigenen warmen Ort, mit deinem eigenen langsamen Atem, mit deiner eigenen weichen Decke, mit deinem eigenen leisen Licht. Du bist geborgen, genauso wie sie geborgen sind. Von derselben warmen Welt, von derselben langsamen Stunde. Die Hüter der Vogelburg bewegen sich jetzt sehr leise, wenn sie sich überhaupt bewegen. Einer von ihnen
geht vielleicht mit einer kleinen Lampe den langen Gang entlang, prüft einen Riegel, rückt eine Decke zurecht, berührt einen warmen Stein mit dem Handrücken, nickt einmal in die Leere, geht weiter. Ein anderer sitzt in der Lesenische, wo die kleinen Bücher auf ihren niedrigen Regalen ruhen, blättert eine Seite um, blättert die nächste um, liest nichts Bestimmtes, lässt die Seiten sich beinahe von selbst umblättern. Die Lampe ist niedrig gestellt, der Sessel ist weich, die Augen des Hüters sind halb geschlossen. Der Hüter wird bald einschlafen, im Sessel, mit dem Buch auf dem Schoß. Das ist hier erlaubt. So geht es hier oft. Noch ein anderer steht am Fenster, das über die Lagune blickt, schaut auf das Wasser, die kleinen Kreise, das langsam Glänzen, atmet, atmet, tritt zurück, zieht den Vorhang zu, geht zu Bett. Die Vogelburg legt sich für die Nacht zurecht. Eine kleine Bewegung nach der anderen. Ein Riegel, ein Vorhang, eine Lampe leiser gestellt, eine weiche Tür, die sich sanft schließt, ein langsamer Schritt auf warmem Stein. Noch einer, noch einer. Stille. Du bist mittendrin in all dem. Du bist Teil von all dem. Die Wärme der Wände schließt dich mit ein. Die Stille der Gänge schließt dich mit ein. Der langsame Atem der schlafenden Vögel schließt dich mit ein. Du gehörst hierher, so selbstverständlich wie jeder Kiesel in jeder Schale. Du gehörst hierher, so selbstverständlich wie jede Feder in jeder Nische. Du gehörst hierher. Du gehörst hierher. Du gehörst hierher. Die Laterne in deinem Raum brennt jetzt sehr niedrig. Nur eine kleine Pfütze warmen Lichts auf dem Boden. Gerade genug, um den Rand der Decke zu sehen. Gerade genug, um die Form der kleinen Schale zu sehen. Gerade genug. Nicht mehr. Der Kiesel in der kleinen Schale ist warm. Warm wie eine Glut ohne Hitze. Warm wie eine Hand, die gehalten wurde. Warm wie Brot. Warm wie Sonne. Warm. Die Decke ist schwer auf die gute Weise. Über dich gelegt. Langsam über dich gelegt. Freundlich über dich gelegt. Deine Füße sind warm. Deine Hände sind gelöst. Deine Schultern sind gesenkt. Dein Kiefer ist weich. Dein Atem ist langsam. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu lösen. Es gibt nichts zu merken. Es gibt nichts zu tragen. Der Tag, falls es einen Tag gab, liegt hinter dir. Das Morgen, falls es einen Morgen gibt, liegt weit vor dir. Dazwischen dies, nur dies, warmer Raum, leises Licht, langsamer Atem. Wenn ein Gedanke kommt, lass ihn kommen. Lass ihn ein kleiner Vogel sein, der von einer Nische zur anderen zieht. Lass ihn sich niederlassen, wo er sich niederlässt. Du musst ihm nicht folgen. Die Vogelburg ist groß. Die Vogelburg hat Platz für jeden Gedanken. Jeder findet seinen eigenen warmen Sims. Jeder faltet seine eigenen weichen Flügel. Jeder schläft zu seiner eigenen guten Zeit. Wenn ein Geräusch kommt, lass es kommen. Das Rauschen der Flut. Das leise Knarren eines Holzladens. Der winzige Seufzer eines Vogels im Schlaf. Das leise Summen der Wände. All das gehört dazu. All das hält dich. Wenn nichts kommt, lass nichts kommen. Das Nichts ist auch warm. Das Nichts ist auch weich. Das Nichts ist ein guter Ort zum Ruhen. Langsam, ganz langsam werden die Ränder des Raums sanft. Die Ecke der Decke, der Rand der kleinen Schale, die weiche Linie der Tür, die leise Form der Laterne. Sie werden weicher. Sie verschwimmen. Sie werden leichter. Die warmen Wände sind jetzt weiter weg. Das weiche Moos ist jetzt weiter weg. Das langsame Wasser ist jetzt weiter weg. Nicht fort, nur weiter, nur leiser,
Du treibst dahin, sanft, wie ein kleines Boot auf einer stillen Lagune treibt. Es geht nirgendwo hin. Nur heben, nur senken, nur heben, nur senken. Die Flut deines Atems. Ein, aus, langsam, langsam, langsam. Irgendwo murmelt der Bogen. Irgendwo seufzt ein Vogel. Irgendwo glüht ein Stein. Irgendwo schließt ein Hüter eine Tür mit dem leisesten Klicken, geht auf weichen Schuhen den Gang hinunter und schlüpft in ein eigenes warmes Bett. Die ganze Vogelburg legt sich zur Ruhe. Die ganze Caldera wird still. Die ganze Insel wird sanft. Das ganze Meer glättet sich. Der ganze Himmel legt sich zurecht. Und du legst dich auch zurecht. Warmer Stein, weiches Moos, langsames Wasser, leises Licht. Warmer Stein, weiches Moos, langsames Wasser, leises Licht. Warmer Stein, weiches Moos, langsames Wasser, leises Licht. Du musst nichts davon festhalten. Die Worte selbst dürfen davontreiben. Die Bilder dürfen weich werden. Die Brutkolonie darf zu einem warmen Summen verblassen. Das ist gut so. Das ist die Form der Nacht. Du darfst den Bogen vergessen. Du darfst die kleinen Bücher vergessen. Du darfst die Hüter und ihre weichen Schuhe vergessen. Du darfst die Form der Caldera und das Muster der Nischen vergessen. All das bleibt zurück, warm, geduldig, wartend an keinem bestimmten Ort. All das braucht nichts von dir. Du darfst deine eigenen Ränder vergessen, wo deine Hand endet, wo die Decke beginnt, wo die Matratze auf die Luft trifft. All das darf weich werden. All das darf warm werden. All das darf langsam werden. Die Laterne flackert einmal, ganz klein, ganz freundlich. Der Kiesel antwortet mit einem langsamen, stetigen Glimmen. Die Decke antwortet mit ihrem langsamen, stetigen Gewicht. Die Wände antworten mit ihrem langsamen, stetigen Summen. Du wirst von allen Seiten von langsamen, stetigen Dingen gehalten. Wenn du noch zuhörst, ist das gut. Wenn du nur halb zuhörst, ist das gut. Wenn du schon angefangen hast zu schlafen, ist das auch gut. Die Worte werden noch eine Weile weitergehen, ganz leise. Du musst ihnen nicht folgen. Sie kennen ihren Weg. Die Flut gleitet durch den Bogen hinein. Die Flut gleitet durch den Bogen hinaus. Die Flut gleitet hinein. Die Flut gleitet hinaus. Nichts zu tun, nichts zu eilen, nichts zu richten. Die Vögel atmen in ihren Nischen. Die Vögel atmen in ihren Nischen. Die Vögel atmen in ihren Nischen. Die Hüter schlafen in ihren kleinen, warmen Kammern. Die Hüter schlafen in ihren kleinen, warmen Kammern. Der Kiesel glimmt. Der Kiesel glimmt. Der Kiesel glimmt. Dein Atem. Ein, aus, ein, aus. Langsam, langsam, langsam. Der Raum wird sehr still. Stiller als still. Die Art von Stille, die nicht leer ist, sondern voll. Ein Voll von warmen Wänden. Voll von sanftem Atem. Voll von tiefem Licht. Voll von schlafenden Vögeln. Und voll von geduldigen Steinen. Und voll von der langsamen Flut. Und voll von dir. In deinem Zimmer gibt es ein kleines Fenster. Vielleicht ist es dir vorher nicht aufgefallen. Es ist rund und klein und blickt auf die Caldera hinaus. Durch dieses Fenster würdest du, wenn du hinaussehen würdest, die dunkle Schale des Wassers sehen und die kleinen Laternen der Brutkolonie darin gespiegelt und die Sterne darüber und die Form des Bogens gerade eben erkennbar vor der tieferen Nacht. Aber du musst nicht hinsehen. Das Fenster ist da, ob du hinsiehst oder nicht. Die Sterne sind da, ob du hinsiehst oder nicht. Der Bogen ist da, ob du hinsiehst oder nicht. Alles ist da. Alles ist warm. Alles ist geduldig. Die kleine Schale neben dir hält den Kiesel. Der Kiesel hält seine Wärme.
Die Wärme hält den Raum. Der Raum hält dich. Die Brutkolonie hält den Raum. Die Caldera hält die Brutkolonie. Die Insel hält die Caldera. Das Meer hält die Insel. Der Himmel hält das Meer. Die Nacht hält den Himmel. Und die Nacht hält sanft dich. Gehalten, gehalten, gehalten. Du bist geborgen. Du bist hier immer geborgen gewesen. Du wirst hier immer geborgen sein. Die Brutkolonie geht nirgendwo hin. Die Brutkolonie steht dir offen. Du kannst zurückkehren. In jeder Nacht, zu jeder Stunde. Die warmen Steine werden hier sein. Das weiche Moos wird hier sein. Das langsame Wasser wird hier sein. Das tiefe Licht wird hier sein. Der Kiesel wird glimmen. Die Laterne wird niedrig brennen. Die Decke wird warten. Du musst dir den Weg nicht merken. Dein Atem kennt den Weg. Langsam ein, langsam aus, langsam ein, langsam aus. Das ist der Weg. Das ist der einzige Weg. Nun werden die Worte selbst leiser. Nun werden die Worte langsamer. Nun werden die Worte weniger. Warm und gehalten, langsam und geborgen. Die Brutkolonie summt. Die Flut atmet. Der Kiesel glimmt. Die Sterne wandern. Du ruhst. Lass deine Füße ruhen. Sie sind warm. Lass deine Hände ruhen. Sie sind gelöst. Lass deine Schultern ruhen. Sie sind tief. Lass deinen Kiefer ruhen. Er ist weich. Lass deine Stirn ruhen. Sie ist glatt. Lass deine Augen ruhen. Sie sind geschlossen. Lass deinen Atem ruhen. Er ist langsam. Lass deine Gedanken ruhen. Sie treiben. Ruh, Ruh, Ruh. Die Brutkolonie ist still. Die Hüter schlafen. Die Vögel schlafen. Die Kiesel sind warm in ihren Schalen. Die Laternen brennen niedrig in ihren Halterungen. Die Decken liegen ruhig auf ihren Betten. Die Flut zieht langsam durch den Bogen. Die Sterne wandern langsam über den Himmel. Die Nacht hält alles. Du musst für nichts davon wach bleiben. Nichts hier braucht ein Publikum. Die warmen Wände summen, ob du sie hörst oder nicht. Das weiche Moos polstert, ob du es fühlst oder nicht. Das langsame Wasser fließt, ob du zusiehst oder nicht. Das tiefe Licht glimmt, ob du es siehst oder nicht. Du darfst gehen. Du darfst sanft gehen. Du darfst langsam gehen. Du darfst in den Schlaf gehen, so wie ein kleines Boot in eine stille Lagune gleitet. Leise, mühelos, ohne ankommen zu müssen. Die Laterne ist jetzt sehr niedrig, fast dunkel. Ein einziger sanfter Punkt von Wärme an der Wand. Der Kiesel ist jetzt sehr warm. Ein einziger sanfter Punkt von Glimmen in der Schale. Dein Atem ist jetzt sehr langsam. Ein einziger sanfter Rhythmus im Raum. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Die Brutkolonie ist still. Die Caldera ist still. Die Insel ist still. Das Meer ist still. Der Himmel ist still. Du bist still. Warm, weich, langsam, tief, warm, weich, langsam, tief, warm, weich, langsam, tief, gehalten, gehalten, gehalten. Die Nacht ist lang und sanft. Es gibt reichlich davon. Mehr als genug. Genug für jeden Atemzug. Genug für jeden Traum. Genug für jede stille Wendung des Gedankens. Genug, genug, genug. Du musst nirgendwo hin. Du musst nichts tun. Du hast alle Zeit der Welt. Die Brutkolonie hat alle Zeit der Welt. Die Nacht hat alle Zeit der Welt. Irgendwo weit, weit fort dreht sich der kleine Puli noch einmal unter seinem Moos. Seufzt, wird still. Irgendwo weit, weit fort hebt und senkt sich der runde Rücken des alten Somo. Irgendwo weit, weit fort rollt sich das kleinste Jungtier ein wenig enger zusammen, ein wenig wärmer, ein wenig weicher.
Irgendwo weit, weit fort dreht ein Hüter die letzte kleine Lampe des letzten langen Ganges herunter, steht einen Augenblick im Dunkeln, lächelt ein kleines müdes Lächeln und geht zu Bett. Die ganze Brutkolonie schläft. Und du schläfst auch. Oder du wirst es, sehr bald. Wann immer du bereit bist. Es eilt nicht. Es hat nie geeilt. Es wird nie eilen. Der Kiesel glimmt. Die Laterne verglimmt. Die Flut gleitet sanft durch den Bogen. Die Sterne halten ihr geduldiges Licht. Die Decke hält dich freundlich. Der Raum hält dich freundlich. Die Brutkolonie hält dich freundlich. Die Nacht hält dich freundlich. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich jetzt aus. Warmer Stein, weiches Moos, langsames Wasser, sanftes Licht, warm, weich, langsam, sanft, warm, weich, langsam, sanft. Die Brutkolonie ist still. Die Brutkolonie ist still. Die Brutkolonie ist still. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Gute Nacht.